Die Zeit läuft uns davon und wir wiederholen seit 1000 Jahren dieselben Fehler. Weißt du, ich habe mir neulich eine einfache Frage gestellt. Eine Frage, die fast schon banal klingt, aber eigentlich alles auf den Kopf stellt. Wie viele Menschen haben den Koran wirklich gelesen? Nicht bloß durchgeblättert, nicht bloß gehört, was andere sagen, sondern von vorne bis hinten mit Herz und Verstand. Klingt einfach, oder? Aber warte ab. Stell dir vor, wir würden einfach mal durch die Straßen gehen und Leute fragen: Hast du den Koran gelesen? Die meisten würden sofort antworten: Natürlich, ich bin Moslem. Selbstverständlich habe ich ihn gelesen. Aber jetzt kommt der Haken. In einem muslimischen Land mit über 97% Alphabetisierungsrate wurde eine spannende Studie durchgeführt. Das Ergebnis: Gerade mal 5% der Menschen haben den Koran komplett in ihrer Muttersprache gelesen und wirklich verstanden. Knapp 5% von 100. Lass das mal sagen. Also woran liegt es? Warum lesen wir das Buch, das angeblich von Gott selbst stammt, nicht? Ist es die Sprache, die Zeit, die Bequemlichkeit? Oder liegt es daran, dass wir es gar nicht sollen, sondern einfach nur glauben, was man uns erzählt? Ich gebe es zu, ich war früher genauso. Ich dachte, ich hätte den Koran gelesen oder mehrmals angehört, bei Vorträgen in der Moschee oder auf TV. Aber dann habe ich mich richtig reingekniet. Und was soll ich sagen? Das war ein völlig anderes Ergebnis. Ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen, Kommentare durchforstet, mir Fragen gestellt, recherchiert, gezweifelt, gestaunt. Und ehrlich gesagt, das, was ich früher für Koranwissen gehalten habe, war eigentlich nur ein Haufen Halbwissen. Und deshalb mache ich dieses Video. Denn ich möchte dir zeigen, was in diesem Buch steht, wie es entstanden ist, welche Geschichten es erzählt und was du davon halten kannst, musst oder eben auch nicht. Ich sage dir nicht, was du glauben sollst, aber ich sage dir, lies selbst. Und bevor wir in die Inhalte springen, müssen wir über etwas ganz Wichtiges sprechen. Wie ist der Koran eigentlich überhaupt zu einem Buch geworden? Denn Spoiler, so glatt und heilig, wie man es oft hört, war der Weg des Korans nicht. Weißt du, viele Menschen glauben, der Koran sei wie ein Paket vom Himmel gefallen. Schön gebunden, goldverziert, direkt in der Form, wie wir ihn heute kennen. Aber so war es nicht, kein bisschen. Die Wahrheit ist, der Weg vom ersten Wort bis zum fertigen Buch war ein ziemlich chaotischer, langwieriger und ehrlicherweise auch ein ziemlich menschlicher Prozess. Die Offenbarung begann mit dem Propheten Mohammed. Ja, aber nicht alles auf einmal, sondern stückweise über 23 Jahre. Und was viele nicht wissen, diese Worte wurden zunächst nicht zentral gesammelt. Kein offizielles Archiv, keine Redaktion, keine Chronologie. Nur das Menschen, die sich Verse merkten. Andere, die sie auf Palmblätter, Lederstücke oder sogar Knochen kritzelten. Klingt nicht gerade nach einem göttlichen Masterplan, oder? Jetzt denk mal logisch. 23 Jahre lang ein Prophet, der selbst nicht schreiben konnte, was völliger Quatsch ist. Gefährten, die auf dem Schlachtfeld standen, mit dem Alltag kämpften, nebenbei versuchten, Verse im Kopf zu behalten oder irgendwo niederzuschreiben. Und dann, nach dem Tod des Propheten, wurde es plötzlich ernst. Denn auf einmal starben die sogenannten Hafeze, also die Leute, die den Koran auswendig konnten. Kriege, Unruhen, Verlust. Deshalb kam Kalif Abu Bakr ins Spiel. Er beauftragte Zaid ibn Thabit, alles zusammen, was an Versen noch existierte. Klingt heldenhaft. Aber halt, wie genau wurde da entschieden, was echt ist? Ganz einfach. Ein Vers wurde nur aufgenommen, wenn zwei Zeugen unabhängig davon bestätigen konnten, dass er auch wirklich gesagt wurde. Das heißt im Klartext, der Koran wurde aus Erinnerungen, Notizen und Zeugenaussagen zusammengesetzt. Jetzt frag dich mal selbst, wenn du heute jemandem erzählen würdest, was du vor 20 Jahren gehört hast, wie sicher wärst du dir? Doch damit nicht genug. Einige Jahre später, unter Kalif Usman, wurde es richtig heikel. Denn es gab mittlerweile verschiedene Versionen des Korans mit unterschiedlichen Lesearten, Dialekten, Reihenfolgen. Usman entschied, Schluss mit dem Chaos. Er ließ eine offizielle Version anfertigen und ließ alle anderen vernichten. Ja, richtig gehört. Die anderen Koranexemplare wurden verbrannt. Und das bedeutet ganz klar, was wir heute alles den Koran kennen, ist das Ergebnis einer zentralisierten Auswahl, nicht einfach nur 1:1 Offenbarung, wie man es gerne erzählt bekommt. Und dann war da noch Marwan ibn Hakim, ein Name, der kaum auftaucht, aber viel bewegt hat. Er war Teil der politischen Elite, der später sogar die Manuskripte vernichtete, die aus der Zeit Abu Bakrs und Usman stammten. Begründung: Man wolle eine bessere Schriftform. Aber ehrlich, wer entscheidet, was besser ist und was gelöscht gehört? Was bleibt, ist ein Gedanke, der bei mir hängen geblieben ist. Wenn ein göttliches Buch über Jahrzehnte mündlich überliefert, fragmentarisch notiert und dann politisch selektiert wurde, können wir dann wirklich sicher sein, dass wir heute exakt das in der Hand halten, was ursprünglich offenbart wurde? Vielleicht auch nicht. Aber genau deshalb lohnt es sich hinzuschauen, Fragen zu stellen und Dinge nicht einfach hinzunehmen, nur weil sie heilig aussehen. Und jetzt, nachdem wir wissen, wie der Koran entstand, stellt sich die nächste Frage: Was steht eigentlich wirklich drin? Wie ist das Buch aufgebaut? Was sind die zentralen Inhalte und was davon ist überraschend, vielleicht sogar irritierend? Okay, wir wissen jetzt, der Koran wurde über Jahrzehnte mündlich überliefert, dann gesammelt, politisch bereinigt, standardisiert und so ist das Buch entstanden, das heute Millionen in der Hand halten. Aber jetzt wird's spannend. Was steht eigentlich drin? Denn viele denken,
Der Koran ist voller göttlicher Geheimnisse, voller einzigartiger Geschichten und himmlischer Weisheit. Und ja, es gibt viele schöne, kraftvolle Verse. Aber es gibt auch etwas, das beim Lesen ziemlich schnell auffällt. Der Koran ist kein Roman, keine Biografie, kein Lehrbuch. Es ist eine Sammlung von Versen, manchmal poetisch, manchmal gesetzlich, manchmal einfach rätselhaft. Und vor allem, es wiederholt sich, und zwar ständig. Die Geschichte von Moses kommt über 500 Mal vor. In 34 Suren wird er erwähnt, teils mit denselben Formulierungen. Die Zerstörung alter Völker, wieder und wieder dieselben Motive. Die Leute haben nicht gehört, also kam Donner, Feuer, Vibrationen aus dem Himmel, alles wurde zerstört. Himmel und Hölle, auch das kommt immer wieder. Der glühende Zorn Allahs gegen die Sünder und das paradiesische Belohnungssystem für die Rechtschaffenen, inklusive ewiger Jungfrauen, Zelten aus Edelsteine und Jünglingen ohne Alter, die Wein servieren. Versteh mich nicht falsch, ich will das nicht lächerlich machen, aber wenn man liest, muss man sich irgendwann fragen, warum diese ständigen Wiederholungen? Warum so wenig strukturelle Vielfalt? Warum wirken manche Teile wie alte Mythen, die man einfach in Variationen neu erzählt? Und dann gibt es noch diese Stellen, die, sagen wir mal, seltsam nebeneinander stehen. Gottes Worte ändern sich nicht, steht da. Aber nur ein paar Seiten weiter, wenn wir einen Vers aufheben, bringen wir einen besseren. Einmal heißt es, kein Zwang im Glaube, dann wieder, bekämpft den Ungläubigen, bis sie Tribut zahlen. Mal steht, Gott ist barmherzig, vergebend, aber dann folgt, Gott ist rachesüchtig, straft, erbarmungslos, versiegelt Herz. Was ist das also? Eine göttliche Komplexität oder ein menschliches Durcheinander? Oft hört man, im Koran stehen wissenschaftliche Wunder, aber ehrlich gesagt, viele dieser Verse sind sehr vage formuliert. Die Rede von Sternbahnen oder der Schöpfung des Menschen im Mutterleib, das gab es in ähnlicher Form auch in alten griechischen oder babylonischen Texten. Das macht sie nicht falsch, aber eben auch nicht einzigartig göttlich. Vielleicht ist der Koran kein universelles Lehrbuch für Naturwissenschaft. Vielleicht wollte er das nie sein. Vielleicht ist er einfach ein spiritueller Kompass, entstanden in einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Gesellschaft mit ganz bestimmten kulturellen Vorstellungen. Aber dann müssen wir ihn auch so lesen und nicht als göttliches Lexikon, das auf jede moderne Frage schon vor 1400 Jahren eine Antwort hatte. Der Koran beginnt mit dem Wort lies, aber genau das passiert viel zu selten. Und selbst wenn, dann oft ohne zu hinterfragen, ohne quer zu denken, ohne wirklich zu verstehen. Darum geht's in dieser Serie. Nicht um Glaubenskriege, nicht um Provokation, sondern um Wissen. Neugier, Selbstdenken. Wenn du den Koran jemals in der Hand hattest, lies ihn nochmal, diesmal anders. Lies, was wirklich da steht, nicht nur, was andere darüber sagen. Vergleiche, stelle Fragen, prüfe Verse und bilde dir deine eigene Meinung. Doch was passiert, wenn wir lesen, aber nicht verstehen? Wenn aus der heiligen Handlung des Lesens ein leeres Ritual wird? Genau hier beginnt das nächste Kapitel unserer Reise. Täglich sprechen Millionen von Muslimen Gebete aus, die sie nicht verstehen. Sie rezitieren den Koran, aber ohne seine Bedeutung zu hinterfragen. Rituale werden befolgt, doch oft wissen wir nicht einmal warum. Ist das der Islam, den der Koran uns lehrt, oder ist unser Glaube zu einer leeren Hülle geworden? Was passiert, wenn der Sinn einer Religion verloren geht und sie nur noch aus unreflektierten Handlungen besteht? Der Koran fordert die Menschen immer wieder auf, nachzudenken. Denken sie denn nicht nach? Sura 47, Vers 24, so heißt es im Koran. Der Islam wurde einst als eine Religion des Wissens und der Reflexion verstanden. Die frühen Muslime waren Vorreiter in Wissenschaft, Philosophie und Medizin. Sie stellten Fragen, hinterfragten alles Wissen und entwickelten neue Ideen. Doch irgendwann begann sich das Verständnis des Islams zu verändern. Religion wurde nicht mehr als eine Suche nach Wahrheit gesehen, sondern als eine Sammlung mechanischer Handlungen, die nicht hinterfragt werden dürfen. Viele Dinge, die heute als islamisch gelten, haben mit dem Koran nichts zu tun. Sie stammen aus anderen Kulturen und Religionen. Das Streichen über Grabsteine und das Bitten der Toten um Hilfe. Eine Praxis, die in vielen Kulturen existiert, aber nicht im Koran. Das blinde Befolgen von religiösen Autoritäten, ohne selbst nachzudenken, während der Koran lehrt, alles zu hinterfragen. Bestimmte Kleidungsvorschriften oder Gebetspraktiken, die mehr mit kulturellen Traditionen als mit islamischer Lehre zu tun haben. Bestimmte Konzepte von Sünde und Belohnung, die mehr aus volksstämmlichen Bräuchen als aus der islamischen Theologie stammen. Warum folgen wir diesen Dingen, wenn sie nicht im Koran stehen? Ist das wirklich Islam oder nur Erbe fremder Tradition? Warum hat sich der Islam so verändert? Dafür gibt es 3 Hauptgründe. Blinder Gehorsam statt kritisches Denken. Viele glauben, dass religiöse Autoritäten alles wissen, anstatt selbst nach Antworten zu suchen. Kulturelle Vermischung. Viele Bräuche haben sich über Jahrhunderte eingeschlichen und wurden unkritisch übernommen. Angst vor Fragen. Wer zu viel hinterfragt, wird oft als schwacher oder rebellischer Muslim gesehen. Aber ist es nicht genau das, wozu der Koran aufruft? Fehlende Bildung. In vielen Ländern wird Religion nur oberflächlich gelehrt, ohne tiefgehendes Verständnis. Politische Kontrolle. Herrscher und religiöse Eliten haben oft ein Interesse daran, dass Menschen nicht zu viel hinterfragen. Die Oberflächlichkeit hat Folgen. Viele junge Muslime fühlen sich nicht mehr mit dem Islam verbunden, weil sie ihn nur als Regelwerk, nicht aber als Quelle der Wahrheit erleben. Andere verfallen in Fanatismus.
weil sie nie gelernt haben, zwischen Religion und Kultur zu unterscheiden. Ein oberflächlicher Glaube führt entweder zu Desinteresse oder zu Extremismus. Doch wann und warum begann dieser Wandel? In den ersten Jahrhunderten nach dem Propheten war der Islam dynamisch und offen für neue Ideen. Doch mit der Zeit entstanden starre Dogmen, religiöse Hierarchien und eine zunehmende Angst vor Neuerung. Statt Neugier herrschte Gehorsam. Statt Fragen zu stellen, wurde das Befolgen von Vorschriften zur Priorität. Was einst eine Religion des Wissens war, wurde vielerorts zu einer Religion der Gewohnheit. Wie können wir den Islam wieder mit Verstand und Herz leben? Lesen ist nicht genug. Wir müssen die Bedeutung erfassen. Ist es wirklich islamisch oder nur Tradition? Der Islam begann als Religion des Wissens und des Denkens. Vielleicht ist es Zeit, dorthin zurückzukehren. Religionsunterricht sollte Verstehen fördern, nicht nur Gehorsam. Muslime müssen lernen, über den Glauben zu sprechen, ohne Angst vor Tabus oder Dogmen. Der Islam fordert uns auf, nachzudenken. Doch tun wir das wirklich? Wie können wir den Islam aus einer oberflächlichen Routine wieder zu einer lebendigen Religion des Wissens und der Reflexion machen? Denn um zu verstehen, wo wir stehen, müssen wir wissen, woher wir kommen. Und um den Sinn wiederzufinden, müssen wir uns der Geschichte stellen, die uns geprägt hat. Es war einmal ein Glaube, der Menschen verbinden sollte. Ein Glaube, der keine Mauern kannte. Kein Ost, kein West, kein Schwarz und kein Weiß. Nur das Licht eines einzigen Gottes. Und die Stimme eines Propheten, der kam, um Herzen zu vereinen. Doch heute blickt man auf diese Gemeinschaft zersplittert, verwundet, zerstritten. Was ist geschehen? Warum sind jene, die sich Brüder nannten, die größten Feinde geworden? Warum spricht der eine vom Weg der Wahrheit und der andere nennt ihn Irrle? Wer hat diese Mauern gebaut? Wer hat aus Vielfalt eine Waffe gemacht? Wer hat aus Regeln eine Religion geformt und aus Meinung ein Urteil? Dies ist die Geschichte vom zersplitterten Islam, eine Geschichte, die nicht im Himmel begann, sondern in den Händen der Menschen. Als der Prophet starb, starb nicht nur ein Mensch. Es war, als würde mit ihm auch ein Teil der Einheit begraben. Und doch wurde er nicht sofort begraben. Sein Leichnam lag Stunden, Tage in der Gluthitze Arabiens. Während seine Gefährten diskutierten, nicht über Gebete, nicht über Abschied, sondern über Macht. Wer sollte herrschen? Wer sollte das Erbe des Gesandten antreten? Die einen sagten, der Älteste, die anderen sagten, der Vertraute. Und manche schwiegen, weil sie wussten, was geschehen würde. Aus Brüdern wurden Rivalen, aus einer Gemeinschaft ein Machtgefüge. Und noch bevor die Erde über seinem Grab geglättet war, begann das Ringen um den Thron. Die Umma, die einst Seite an Seite betete, wurde zur Bühne politischer Spiele. Und die Saat der Spaltung war gesät. Die Zeit verging und der Islam breitete sich über Wüsten, Städte, Grenzen hinweg. Neue Länder kamen hinzu, neue Sprachen, neue Kulturen, neue Fragen. Wie soll man beten in fremden Ländern? Wie soll man fasten, wo die Sonne anders wandert? Wie urteilt man über das, worüber der Prophet nicht sprach? Und so begannen die Gelehrten nach Antworten zu suchen. Sie nannten ihre Wege Rechtsschule, nicht um zu spalten, sondern um zu bewahren. Die hanafitische Schule pragmatisch, durchdacht, nah am Volk. Die malikitische Schule geerdet in der Praxis der ersten Generation. Die schafiitische Schule präzise, systematisch wie ein fein gesponnenes Netz. Die hanbalitische Schule wortgetreu, vorsichtig fest im Text verankert. Es war Vielfalt mit Sinn, ein Garten mit unterschiedlichen Blumen, aber derselbe Boden, dieselbe Sonne. Doch irgendwann vergaß man die Garten und stritt über die Blätter. Aus Methoden wurden Identitäten, aus unterschiedlichen Meinungen religiöse Grenzen. Und wer anders betete, galt bald nicht mehr als Brüder, sondern als Abweichler. So entstand eine stille Mauer, nicht aus Stein, nicht aus Regeln, Urteilen, Meinung. Und man nannte es Tradition. Wo Religion wächst, da wächst auch das Verlangen, sie zu kontrollieren. Die frühen Herrscher wussten, wer über die Religion spricht, spricht über das Gewissen der Menschen. Und wer das Gewissen lenkt, lenkt die Welt. So begann ein neues Kapitel in der Geschichte des Islam. Ein Kapitel, das nicht vom Koran geprägt war, sondern von den Menschen, die ihn in der Hand hielten. Hadithe, die Worte, die dem Propheten zugeschrieben wurden zur neuen Währung der Autorität. Nicht immer aus Ehrfurcht gesammelt, sondern oft aus Machtgier gefertigt. Einige sprachen, als wären sie Propheten. Andere ließen schreiben, was sie hören wollten. Manche gingen sogar so weit, den Namen des Gesandten zu missbrauchen, um eigene Gesetze, eigene Interessen, eigene Egos zu verkleiden. So las man plötzlich Hadithe, in denen weltliche Herrscher als die vertrauenswürdigsten unter den Gläubigen gefeiert wurden, in denen politische Führer beinahe zum Propheten erklärt wurden. Und man nannte es Überlieferung. Aus Glauben wurde Gehorsam, aus Spiritualität ein System, aus dem Islam ein Apparat. Die Wahrheit wurde nicht mehr gesucht, sie wurde konstruiert. Und der einfache Gläubige stand dazwischen. Zerrissen zwischen Koran und Kommentar, zwischen Licht und Schatten, zwischen Gott und jenen, die in seinem Namen sprachen. Und mitten all diesem Lärm spricht der Koran, klar, sanft und unmissverständlich. Haltet euch alle gemeinsam am Seil Allahs fest und zersplittert euch nicht. Sure 3, Vers 103. Diese eure Gemeinschaft ist eine einzige Gemeinschaft und ich bin euer Herr, so dient mir. Sure 21, Vers 92. Zersplittert euch nicht.
Aber genau das haben sie getan. Sie hielten sich nicht am Seil fest. Sie hielten sich an Schulen, Gruppen, Parteien, Meinungen. Sie hielten sich an Namen, an Titel, an Unterschiede, aber nicht an das, was sie verband. Und so wurde das, was ursprünglich Barmherzigkeit war, zur Grenze zwischen Menschen. Und aus der Vielfalt der Auslegung wurde der Stolz der Ausgrenzung. Doch der Koran blieb unverändert, unbestechlich, still und wartend. Wartend darauf, dass die Menschen ihn nicht nur lesen, sondern verstehen. Nicht nur zitieren, sondern leben. Denn Einheit bedeutet nicht Gleichheit und Vielfalt ist keine Gefahr, solange das Herz mit dem Ursprung verbunden bleibt. Was ist geblieben von dem, was einst ans Licht kam? Ein Glaube, der die Herzen berühren sollte, liegt heute begraben unter dicken Büchern, Paragraphen und Disputen. Man streitet über die Art der Waschung, aber vergisst die Reinheit des Herzens. Man diskutiert über die Stellung der Hände im Gebet, aber lässt dabei den Geist des Gebets zurück. Man kämpft für die Schule, aber vergisst den Lehrer. Was ist geblieben vom ursprünglichen Islam? Vielleicht nur ein Echo, ein leiser Ruf, der im Lärm der Meinung fast untergeht. Aber wer still wird, wer lauscht, der hört ihn noch. Den Ruf zur Einheit, zum Seil Allahs, zur Barmherzigkeit, zum Herzen. Denn Religion war nie ein Wettstreit der Regeln, sondern eine Reise zur Wahrheit. Und der Koran ist keine juristische Enzyklopädie, sondern ein Ruf zur Erkenntnis. Vielleicht ist es Zeit, wieder dorthin zurückzukehren. Zur Quelle, zur Essenz, zum Herzschlag der Offenbarung. Denn am Ende zählt nicht, welche Rechtsschule man folgt, sondern wie aufrichtig man dem folgt, der über allem steht. Doch genau hier beginnt das nächste Problem. Denn selbst wenn man dem Ursprung folgt, bleibt eine unbequeme Wahrheit bestehen. Warum sind sich Muslime nie einig? Warum gibt es ständig Streit um den Beginn des Ramadan, um religiöse Meinung, um Rechtsschulen, ja sogar um grundlegende Fragen des Glaubens? Ist Einheit unter Muslimen überhaupt möglich oder ist Spaltung unser Schicksal? Diese Fragen begleiten uns seit Jahrhunderten und während wir uns immer wieder dieselben Vorwürfe machen, vergessen wir oft, dass die Wurzeln dieses Problems tief in unserer Geschichte verankert ist. Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen dorthin, wo alles begann. Nach dem Tod des Propheten Mohammed standen die Muslime vor einer entscheidenden Frage. Wer sollte die Gemeinschaft führen? Dieser Moment markierte die erste große Spaltung, die Geburt von Sunniten und Schiiten. Während einige der Meinung waren, dass die Nachfolge durch eine Wahl unter dem Gefährten des Propheten bestimmt werden sollte, hielten andere daran fest, dass nur jemand aus der direkten Familie des Propheten diese Verantwortung tragen dürfte. Doch es blieb nicht dabei. Die ersten Kalifen sahen sich mit Herausforderungen konfrontiert. Die politische und theologische Debatten einfachten. Die Frage nach der richtigen Auslegung des Islams, nach der Rolle der Gelehrten und nach der politischen Führung führte zur Entstehung verschiedener Rechtsschulen. Jahrhunderte später entstanden weitere Gruppierungen, Sekten und Bewegungen, die sich teilweise bis aufs Blut bekämpften. Und so wurde aus der ursprünglichen Uneinigkeiten eine tiefe, andauernde Spaltung, die bis heute nachwirkt. Heute ist Spaltung nicht mehr nur eine Frage der Theologie, sondern auch der Identität. Viele Muslime definieren sich mehr über ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe als über den Islam selbst. Ob Sunnit oder Schiit, Hanafi oder Salafi, Sufi oder Wahhabit, all diese Begriffe sind für viele wichtiger geworden als die eigentliche Essenz der Religion. Doch was sind die Ursachen dieser modernen Spaltung? Nationalismus spielte eine große Rolle. Politische Interessen und Machtkämpfe haben den Islam oft instrumentalisiert, um Spaltung zu vertiefen. Gleichzeitig führen soziale Medien dazu, dass sich immer mehr Muslime in ideologischen Blasen bewegen, in denen Andersdenkende als Feinde betrachtet werden. Und während wir uns in diesen Grabenkämpfen verlieren, bleiben die eigentlichen Herausforderungen der islamischen Welt. Armut, Ungerechtigkeit, Bildungskrisen ungelöst. Aber war es überhaupt das Ziel, dass alle Muslime immer einer Meinung sind? Der Koran selbst spricht von Vielfalt als Teil der göttlichen Weisheit. Und hätte dein Herr gewollt, so hätte er die Menschen zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch sie bleiben uneins. Sura 11, Vers 118. Auch zur Zeit des Propheten Mohammed gab es unterschiedliche Meinungen. Er erlaubte diese, solange sie auf ehrlicher Überzeugung basierten und nicht auf Spaltung abzielten. Warum also glauben wir heute, dass nur eine Meinung die einzig richtige ist? Die Wahrheit ist, wir haben verlernt, miteinander zu diskutieren, ohne uns gegenseitig zu Feinden zu erklären. Müssen wir uns in jeder Kleinigkeit einig sein, um als Gemeinschaft zu funktionieren, oder reicht es, einander zu respektieren, trotz Meinungsverschiedenheiten? Einheit bedeutet nicht, dass alle gleich denken, sondern dass wir lernen, mit Unterschieden umzugehen. Wahre Einheit kommt nicht durch erzwungene Uniformität, sondern durch Toleranz und gegenseitigen Respekt. Die ersten Muslime waren nicht immer einer Meinung, aber sie wussten, dass ihre gemeinsame Basis wichtiger war als ihre Differenzen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Energie nicht mehr darauf verwenden, uns gegenseitig zu bekämpfen, sondern gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Die Frage ist nicht, ob Spaltung existiert, sondern ob wir sie weiterführen oder endlich überwinden wollen. Können wir es uns leisten, weiterhin Zeit und
und Energie mit internen Streitigkeiten zu verschwenden, während die Welt sich weiterentwickelt? Können wir nicht stattdessen an Lösungen arbeiten für Bildung, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und ein besseres Verständnis unserer eigenen Religion? Vielleicht liegt die Antwort nicht darin, alle Differenzen zu beseitigen, sondern darin, sie zu akzeptieren und trotzdem gemeinsam voranzuschreiten. Denn während wir über die Vergangenheit sprechen, zieht die Gegenwart an uns vorbei. Die Welt steht nicht still, sie verändert sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Technologie, Wissenschaft, gesellschaftliche Umbrüche, sie fordern Antworten. Die Welt verändert sich rasant. Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft entwickeln sich weiter. Aber wo steht der Islam in all dem? Manche glauben, er gehört der Vergangenheit an. Andere klammern sich an alte Traditionen, ohne sie zu hinterfragen. Doch ist der Islam wirklich dazu bestimmt, stehen zu bleiben? Oder bietet er Antworten für die Zukunft? Während einige behaupten, Fortschritt sei eine Bedrohung für die Religion, vergessen sie, dass der Islam einst eine treibende Kraft der Entwicklung war. Die eigentliche Frage ist nicht, ob der Islam mit der Zeit geht, sondern ob Muslime es tun. Der Islam begann nicht als rückständige Religion. Die ersten Jahrhunderte des Islam waren geprägt von Wissen, Fortschritt und Innovation. Muslime waren führend in Mathematik, Medizin und Philosophie. Universitäten wie die in Cordoba und Bagdad waren Zentren des Wissens, an denen nicht nur Muslime, sondern auch Christen und Juden lernten. Die wissenschaftlichen Errungenschaften dieser Zeit legten den Grundstein für die europäische Renaissance. Der Koran selbst fordert dazu auf, nachzudenken und sich weiterzuentwickeln. Sind denn diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Sure 39, Vers 9. Doch warum ist dieser Geist heute so oft verloren gegangen? Warum wird Wissen heute oft alles zweitrangig betrachtet, während Dogmen und veraltete Denkweisen in den Vordergrund rücken? Heute stehen Muslime vor vielen Herausforderungen. Künstliche Intelligenz, Raumfahrt, Genetik. Ist der Islam bereit, sich diesen Themen zu stellen, oder verschließen wir uns vor ihnen? Frauenrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie. Sind das wirklich westliche Konzepte oder lassen sich mit islamischen Prinzipien vereinen? Warum halten manche an überholten Normen fest, die nicht einmal im Koran stehen? Sind viele kulturelle Bräuche fälschlicherweise als islamisch etikettiert worden? Muslime leben heute in einer Welt, die sich immer schnell verändert. Doch viele Diskussionen drehen sich um die Vergangenheit anstatt um die Zukunft. Ist es nicht an der Zeit, die alten Debatten hinter sich zu lassen und sich neuen Fragen zu widmen? Einige islamische Länder fallen in Bildung und Forschung zurück. Doch das liegt nicht am Islam selbst, sondern an kulturellen und politischen Faktoren. Viele Länder, die einst führend in Wissenschaft und Philosophie waren, haben heute Schwierigkeiten, mit der globalen Entwicklung Schritt zu halten. Aber woran liegt das? Manche Gelehrte bestehen darauf, dass der Islam sich nicht verändern darf. Doch ist das wirklich islamisch oder ist es menschliche Angst vor Veränderung? Der Koran selbst spricht von Entwicklung. Wahrlich, Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie ihren eigenen Zustand ändern. Sure 13, Vers 1. Warum also fürchten sich so viele der Wandel, wenn die Veränderung selbst eine göttliche Realität ist? Die Frage ist nicht rückwärts oder vorwärts. Die Frage ist, wie bewahren wir das Wahre und verbinden es mit dem Fortschritt? Der Koran bleibt eine zeitlose Quelle, aber wir müssen ihn mit Verständnis und nicht mit Starrheit lesen. Islamische Werte wie Gerechtigkeit, Wissen und Ethik sind universell. Wir müssen sie in die heutige Welt übertragen. Ein Islam, der Fragen stellt, ist lebendig. Ein Islam, der sich verschließt, verliert seine Kraft. Die Geschichte zeigt, der Islam war immer dann stark, wenn er sich offen für Neues zeigte. Warum sollte das heute anders sein? Generation trägt Verantwortung für die Zukunft. Die Muslime des 21. Jahrhunderts können entscheiden. Werden wir uns weiterhin in interne Streitigkeiten verlieren oder gemeinsam Lösungen finden? Werden wir Bildung und Wissen als Priorität setzen oder uns von ideologischen Kämpfen ablenken lassen? Werden wir unsere Religion in einer modernen Sprache vermitteln oder zulassen, dass sie als veraltet wahrgenommen wird? Der Prophet Mohammed sagte, die beste Tat ist es, Wissen zu erlangen und es weiterzugeben. Die Frage ist nicht nur, ob der Islam vorwärts geht, sondern ob wir es tun. Der Islam hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder erneuert. Doch jetzt ist die Frage, wohin geht er im 21. Jahrhundert? Wird er weiterhin von inneren Konflikten und ideologischen Grabenkämpfen geprägt sein? Oder werden Muslime den Mut haben, sich den Herausforderungen der Moderne zu stellen? Bleiben wir stehen oder gehen wir vorwärts? Was denkst du? Ist Veränderung eine Gefahr oder eine Chance? Schreib es in die Kommentare und lasst uns diskutieren.